Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir gemeinsam einen richtig leckeren Grillkäse, ganz ohne Lab und ohne spezielle Käsekulturen. Aus ganz normaler Milch entsteht ein wunderbar fester Käse, der sich hervorragend in der Pfanne oder auch auf dem Grill anbraten lässt. Dazu brauchen wir nur wenige ganz einfache Zutaten, die du wahrscheinlich sowieso zu Hause hast. Das Ganze garantiert ohne Stabilisatoren, künstliche Zusatzstoffe oder unnötige Inhaltsstoffe, die sowieso kein Mensch braucht. Welche Form der Käse hat, kannst auch du selbst bestimmen. Er ist auf jeden Fall wunderbar, locker leicht und passt hervorragend zu allem Gegrillten und Salat. Und ihr wisst ja, was ich immer sage, super lecker ist es außerdem. Als erstes starten wir mit einem ausreichend großen Topf, wo wir 2 Liter Vollmilch hineingeben. Ich freue mich diesmal ganz besonders, da ich mich wieder im Ausland befinde und ich diesmal sogar biozertifizierte Vollmilch bekommen habe. Dennoch möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Bio nicht gleich Bio ist. Denn auch bei diesen Produkten gibt es große Unterschiede, beispielsweise bei der Herkunft der Tierhaltung und den jeweiligen Vorgaben. Deshalb lohnt sich hier auch immer ein genauer Blick auf die Verpackung und die länderspezifischen Bestimmungen. Denn weltweit gibt es eine Vielzahl unterschiedliche Biosiegel. Und falls du dich wunderst, warum ich im Ausland eine Milch aus deutscher Verpackung verwende, viele deutsche Produkte sind inzwischen ganz regulär auch in anderen europäischen Ländern erhältlich. Nun kommt die Milch bzw. der Topf zum Erhitzen auf den Herd und sollte ganz gediegen bei mittlerster Stufe auf etwa 90 Grad erhitzt werden. Selbstverständlich nutzen wir die Zeit, währenddem die Milch erhitzt und richten uns 75 Milliliter Essig. Ich persönlich nehme dafür immer Weinessig, du kannst aber einen Essig nehmen deiner Wahl. Sollte es bei dir jedoch den unwahrscheinlichen Fall geben, dass es keinen Essig gibt, könntest du auch Zitronensaft nehmen. Währenddem die Milch erhitzt, sollte man ruhig immer wieder mal ein wenig durchrühren, nicht dass sie unten verbrennt und oben noch kühler ist. Und je heißer die Milch wird, sollte man unbedingt auch am Topfboden lang schaben, denn hier brennt die Milch auf jeden Fall immer gerne an. Zum Messen der Temperatur, dass die Milch auf jeden Fall auf 90 Grad erhitzt wird, nutze ich ein Fleischthermometer. Man kann es meistens schon für unter 10 Euro käuflich erwerben und hilft beim Selbermachen ungemein. Solltest du allerdings keines zu Hause haben oder dir käuflich erwerben wollen, dass die Milch soweit ist, erkennt man ganz gut an der Blasenbildung und dass es kurz vorm Kochen steht. Aber nicht ganz kochen lassen, lieber den Topf runterdrehen, niemals vergessen, dass im Topfboden sich die Wärme speichert. Sobald die Milch dann auf etwa 90 Grad erhitzt ist, sollte sie für ungefähr 5 bis 10 Minuten bei dieser Temperatur gehalten werden. Meist reicht hier dafür die Resthitze des Herdes völlig aus. Nun hat auch der Essig seinen großen Auftritt und wird langsam unter stetigen Rühren zur heißen Milch gegeben. Dabei lässt sich dann sofort deutlich beobachten, wie die Milch ausflockt. Die Eiweißbestandteile verbinden sich nämlich zu kleinen weißen Käseflocken und trennen sich sichtbar von der gelblich-grünen Molke. Hier sollte man übrigens einen Kochlöffel und keinen Schneebesen nehmen, weil der Käsebruch sonst zu fein wird. Nun kommt auch der Deckel auf den Topf und wir lassen die Milch 15 Minuten ganz in Ruhe stehen. In dieser Zeit kann die Säure weiter wirken. Die Käseflocken verbinden sich weiter zu größeren Klümpchen und setzen sich zunehmend von der Molke ab. Dabei darf der Topf stiefmütterlich behandelt werden, am besten nicht anfassen und sich ein wenig in Geduld üben. Nach der Ruhezeit ist die Milch vollständig ausgeflockt, wie man sehr deutlich erkennen kann, und ist nun bereit, weiterverarbeitet zu werden. Nun wird natürlich noch gesalzen, dafür gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Da die Molke hier noch problemlos weiterverwendet wird, solltet ihr klären, wofür ihr sie verwenden möchtet. Denn das Salz kann entweder direkt zur Molke gegeben werden, allerdings ist die Molke dann auch salzig. Da ich diese allerdings zum Brotbacken weiterverwende, ist das bei mir gar kein Problem. Alternativ kannst du es auch direkt in den abgetropften Käsebruch mischen. Oder aber der fertige Käse wird anschließend in ein Wasserbad gelegt. Alle Varianten sorgen für Geschmack und beeinflussen zugleich die Festigkeit und Haltbarkeit des Käses. Allerdings könntest du bei den letzten beiden Varianten auch Kräuter beimischen oder kleine Paprikastückchen oder sogar Oliven. Nun muss der Käsebruch auf jeden Fall von der Molke getrennt werden.
Dazu nehmen wir uns eine Schüssel mit Sieb und ein Passiertuch oder auch ein sogenanntes Käsetuch. Im Anschluss geben wir dann die heiße Mischung vorsichtig in das mit dem Tuch ausgelegte Sieb, damit die Molke ablaufen kann und der Käsebruch im Tuch zurückbleibt. Natürlich könntest du dafür auch spezielle Käseförmchen verwenden. Diese habe ich euch bereits in anderen Videos gezeigt. Jedoch, wie gesagt, ich befinde mich im Ausland und habe diese leider nicht zur Hand. Verlinke aber die passenden Förmchen und auch alle weiteren Informationen in der Infobox. Nun hat sich etwa 1,5 Liter Molke abgesetzt. Sie ist keinesfalls ein Abfallprodukt, sondern eine wertvolle Flüssigkeit, die noch Milch, Zucker, Mineralstoffe und einen Teil der wasserlöslichen Proteine enthält. Diese können wir ganz problemlos zum Beispiel fürs Brotbacken, für Pfannkuchen, Suppen oder auch für Smoothies verwenden. Aber dazu kommen wir gleich noch, denn zum Auskühlen wird sie zuerst mal auf die Seite gestellt. Damit die Molke weiter abtropft und der Käse richtig schön kompakt wird, wird er nun fest eingewickelt. Das wird allerdings nicht reichen und da Not immer ein bisschen erfinderisch macht, fülle ich mir einen großen Plastikbeutel mit etwa 3 Litern Wasser. Hierbei gäbe es sicherlich auch elegantere Lösungen, jedoch habe ich im Moment nichts anderes zur Hand. Und schließe den Beutel abtropfsicher und gebe ihn auf den Käse drauf. Dieses Gewicht reicht, dass er dann richtig schön kompakt wird und wir lassen das Ganze für etwa 6 Stunden stehen. In dieser Zeit wird Molke weiterhin abtropfen. Und da wir schon beim Thema Molke sind, diese kann nun in Gläser abgefüllt werden, portionsweise. Ich friere meine Molke ein und verwende sie dann frisch, deswegen koche ich die Gläser nicht aus. Solltest du sie ein paar Tage im Kühlschrank stehen lassen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Gläser auszukochen, um die Keimbelastung so gering wie möglich zu lassen. Im Kühlschrank hält sie sich etwa 3 bis 5 Tage und im Gefrierschrank sogar problemlos 6 Monate. Inzwischen ist der Käse auf jeden Fall soweit. Das Wasser im Beutel wird natürlich weiterverwendet und wird nicht verschwendet. Der Käse kann dann ausgewickelt werden und ich gebe ihn in meinem Fall auf einen frischen, sauberen Teller. Auch die restliche Molke kann man natürlich weiterverwenden. Dann wird der Käse ausgepackt. Dann können wir ihn problemlos auf den Teller stürzen. Nun können wir ihn in etwa 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die Dicke darfst du selbst bestimmen, denn der Käse ist auf jeden Fall kompakt genug, wie du sehen kannst. Es empfiehlt sich hierbei, den Käse nun erst mehrere Stunden im Kühlschrank durchziehen zu lassen. Dazu fülle ich ihn selber in eine Schüssel. Im Kühlschrank vervollständigt sich dann der Geschmack. Und den Käse könntest du nun auch zum Beispiel in Öl einlegen oder mit weiteren Kräutern und Gewürzen verfeinern. Denn das hier ist letzten Endes nur ein Basisrezept. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer, dann passt das auf jeden Fall geschmacklich. Ganz hervorragend. Nun kommt auch hier einfach der Deckel drauf und ich lasse den Käse über Nacht durchziehen. Nun zum Mittagessen ist er soweit und hat einen ganz dezenten Geruch. Problemlos könnte er auch auf dem Grill gebraten werden, aber bei inzwischen 40 Grad draußen bevorzuge ich die innere Küche. Noch ein klein wenig Öl und dann kann man ihn einfach ausbraten. Das gilt auch für den Grill letzten Endes. Denkbar ist es übrigens auch, den Käse zu panieren. So mögen ihn eigentlich auch groß und klein. Ich selber esse ja hauptsächlich vegetarisch. Da kommt der Grillkäse wie gerufen, aber auch Fleischesser werden diesen Käse definitiv nicht ablehnen, denn geschmacklich ist er wirklich ganz prima. Quietscht auch nicht, wie manche bei Halloumi zum Beispiel ankreiden, sondern schmeckt ganz fantastisch. Ich habe ihn wirklich gern. Sondern auch, weil Grillkäse oft ziemlich gepanschtes Zeug ist. Und ihr wisst ja, was ich immer sage, super lecker ist es außerdem. Nicht witzig. Aber umso leckerer ist er. Und ich wünsche euch nun wieder viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch.